Alrighty dann, liebe Leute, und damit ein herzliches Willkommen zu einer neuen Folge Shakes and Fidget mit mir und Basti. Und ihr seht schon wieder, ich habe wieder meine gesamte Char-Übersicht aller Server offen. Wir wollen uns wieder ein paar Server angucken, denn ich habe mich erinnert, bevor W50 rausgekommen ist, habe ich ein spezielles Video gemacht und dort würde ich gerne mal ein Update mir anschauen. Also jetzt nicht deep, ja, wir gehen da nicht deep rein, aber wir gucken uns das einfach mal an, denn, wo bin ich denn hier gelandet? Ja, nee, eigentlich wollte ich euch das zeigen. W47, W48, W49. Was dort stand, los war vor dem Serverstart W50. Und das Ganze ist, ihr seht durch meine Cam nicht, ganz am 6. Juli 2021 passiert. Also im Prinzip fast 8 Monate her. Und wir sind so ein bisschen durch die Server, durch die Ehrenhallen gegangen und durch die Gilden. Und das Ganze werden wir jetzt auch nochmal machen. Deshalb seht ihr das Video im Hintergrund auf jeden Fall, damit wir einen kleinen Vergleichspunkt haben. Wir gucken mal rein. Auf diese ganzen Rekorde. Aber Tura noch schon sehr stark. La Kokaina ist auch sehr stark. Er ist Magier dabei. Und wir haben hier einige Battle Mages oben in der Ehrenhalle, die das auch sehr gut gelöst haben. Aber auch viele Magier zu sehen. Also sehr durcheinander die Ehrenhalle. Was ja immer sehr nice ist, wenn da viele Chars dabei sind. Mir fällt gerade auf, dass ich noch schauen wollte, ob wir irgendwelche neuen Rekorde auf diesen Servern zu vermelden haben, weil W47 war ja zum Beispiel ein Server, wo hier Rekorde geflossen sind zum damaligen Zeitpunkt, und da gucke ich jetzt noch mal rein. Das Video wird also wahrscheinlich ein bisschen länger werden. Ich habe das die ganze Zeit vorgehabt und vergessen, und jetzt weiß ich wieder, was ich machen wollte. Wir gehen mal rein. Also gab es da jetzt sehe ich da jetzt auf die Schnelle irgendwelche Rekorde, die hier interessant sind. Ja. Also wir sehen natürlich Level 500er Rekorde eher jetzt auf den anderen Servern. Da wir natürlich im Juli das letzte Mal reingeguckt haben, ist es auch ein ganz großer Zeitraum, den wir hier abdecken müssen. Ich bin jetzt schon im Oktober. Also ist gar nicht schlimm, ne? Warte mal, hier im September. Da war der La Kokaina, der Magier, mit dem schnellsten Twister. Okay, das ist cool. Das Silver, Level 400, damals gebrochen. Mit 181 Tagen im August. Das war gar nicht so lange her. Also La Kokaina und das Silver auf W47 und Turon natürlich. Damals auch im August als Druide den größten Rekord aufgestellt. So, und da gucken wir mal. Auf dem ersten Blick ist das auch wieder schön durchwachsen von den Chars. Wir haben Scouts, Kundschafter da, wir haben Druiden hier oben, Turo weiterhin am Start, 423. Nicht mehr der Levelhöchste, aber immerhin noch dabei. Und das Silverplayer, weiterhin dabei, sogar der höchste Spieler vom Level. Er hat auch die Rekorde hier nochmal reingeschrieben. Also der legt da ordentlich weiter zu. Vielleicht kann er nochmal dann mit Level 500 einen anderen Rekord schaffen. Ne? Das ist ja immer machbar, denkbar und drin. Und W50 kommt ja auch erst ein bisschen später. Das heißt, er hat dann auch ein bisschen Zeit dafür. Kampfmagier haben wir weiterhin hier oben. Wir sehen auch Magier hier oben, aber kein La Kokaina. Das will ich gleich mal. Kokaina? Der war ja Rekordschar. Ne, den gibt es anscheinend nicht mehr. Sich gelöscht, das ist schade, also gut für die anderen Mages, anderer Server, weil La Kokaina hätte da auf jeden Fall vorgelegt. Wir sehen auch weiterhin Berserker hier oben immer mal, auch Krieger, Mihawk 430, immerhin hier oben dabei, Kake kommt danach und auch 2 weitere Krieger, also auch die sind jetzt nicht ganz abgeschlagen, auch wenn sie im Klassenranking fast mit die schlechteste Klasse wären. Der Kampf der Dämonenjäger kommt dann als letztes, aber immerhin bei den Eintagsfliegen dabei, und Level 47, also, Level 47 auf dem Rang 47 vom Level 423, also nicht ganz so weit abgeschlagen wie bei anderen Servern teilweise. Und ich will natürlich vor allen Dingen auf die Gilden gucken. Und da schauen wir mal uns das alte nochmal an und mit dem neuen vergleichen wir, ja. Also ich sehe schon mal auf den ersten Blick Fusion Power, die waren auf der 3 zuletzt, sind jetzt auf der 1. So, dann kommt Free-to-Play, die waren schon auf der 2 und sind weiterhin auf der 2. Und Dreamland war damals auf der 1.
die sehe ich nicht mehr. Die sehe ich jetzt hier nicht mehr drin. Ah, da ist wohl auch was passiert. Ich weiß nicht, ob ich es schon mal mitbekommen hatte. Also in den Kommentaren des letzten Videos, wo ich das gemacht habe, habe ich jetzt nichts mitbekommen. Aber gut, ist ja auch nicht immer notwendig. Ne? Also zeigen nochmal den alten Bestand. Ja? Metropolis, True Force, Extreme Madness, Newborns, Eintagsfliegen, Dead Valley sogar auch dabei. Sind ja auch auf W50. Also ein paar bekannte Namen, ne? Ihr könnt es auch nochmal sehen jetzt gerade. Und dann schauen wir mal, wie es jetzt nochmal aussieht. Also Dead Valley nach oben gekommen, Eintagsfliegen nach oben gekommen. Newborns, okay, auch nicht schlecht. Und mir wurde gesagt, also in den alten Kommentaren hieß es, die Gilde Wrong World wird weiterhin bestehen bleiben, aber die gibt es nicht mehr. Er hatte geschrieben, zu 90-95% wird die bestehen bleiben. Jetzt ist sie nicht mehr Bestand. Ja gut, das kann man ja nicht wissen. Der Gerät hieß er, aber gibt es den noch als Spieler? Der Gerät hat das nämlich geschrieben. Schauen wir mal. Den, ja, gibt es noch, aber auch nicht mehr aktiv. Naja, ist halt auch lange her. Ne? 7 Monate ist eine lange Zeit an dieser Stelle. Aber interessant, dass Free-to-Play hier auch weiter ein Zweiter ist. Und Fusion Power, was haben die? 78 Raids, 392er Durchschnittslevel zu 390. Das ist auch nicht so weit weg. Wie sieht die Ritterhalle aus? 973 zu 921. Oho. Okay, die Ehrenhalle, das ist auch nicht weit auseinander. Das ist sehr spannend hier bei den beiden. Dann gibt es einen Abstand. Metropolis. Hat aber auch ein gutes Durchschnittslevel. Und auch eine gute Ritterhalle. Was ist hier gerade los? Ja, Metropolis. Also warum sind die so weit weg? Ist hier Raidhilfe? Ich habe keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Aber eigentlich sieht das nach einem Dreikampf aus, so von den ganzen Werten. Dann gibt es ein bisschen Abfall, aber auch Newborns gar nicht schlecht dabei. Die Eintagsfliegen, ja, die sind nach oben gekommen. Da hatte auch jemand was geschrieben in den Kommentaren. Wenn so als Analyse, was man besser machen könnte. Ja, keine Ahnung. Ich glaube, ihr braucht keine Hilfe. Ihr seid doch gut dabei. Seid Level 5. 877 Ritterhalle, 376er Level. Ja, und Rang 6 Gilde ist jetzt nicht sonderlich gerade stärker als ihr. Rang 7 auch nicht. Also ihr solltet auf jeden Fall die Ritterhalle weiter in einem Fokus haben, weil da habt ihr einen deutlichen Abstand zu dem Rang 4 mit Newborns. Ne? Also das solltet ihr schon im Blick behalten. Man hat auch das Gefühl, dass hier diese Gilden noch größtenteils noch alle aktiv sind. Ne? Also es sieht jetzt nicht so aus, dass wenn da viele Inaktive dabei sind, weil auch hier in der Ehrenhalle das sehr eng ist. Es gibt kein großes, also ich glaube, die Top 30 ist als Gilde aktiv. Ob alle Spieler aktiv sind, ist eine andere Frage, aber sieht ja ganz nice aus auf dem Server. Ja, da können wir ja mal auf W48 reinschneiden. Ja. Und dann müssen wir jetzt mal wieder das Video nehmen. Und dann müssen wir mal reingucken, was wir da zu W48 sagen konnten. Damals immer lustig. Da gab es sogar eine Players to Watch. Ocean ist, glaube ich, auch nicht mehr aktiv. Da gucke ich gleich mal als erstes rein. Oh, was ist denn hier los? Ja genau, ich hatte Enmatu mal geschrieben, damals auch geschrieben. Das habe ich jetzt noch gar nicht gelesen, dass da eine Antwort gab. Ach doch, ich habe ihn schon reingenommen. Warte mal, was hat er geschrieben? Am 5.2. ist natürlich auch schon wieder 2 Wochen her. 21k Pilze gekauft, davon aktuell noch 3k übrig. Es gab eine Phase, wo ich nicht effizient gespielt habe. Ja, gucken wir uns gleich mal an. Hier. Na? Also Avox nach wie vor aktiv. Können wir nehmen. Hier ist dann anscheinend beim Bersertchen ist auch was passiert. Er hat zumindest auch noch ein Reittier. Ja. So dicht ist wirklich weg jetzt mittlerweile. Hat aber irgendwie auch noch Getränke drin, aber ich glaube, der ist inaktiv. I'm dicht. Auch nicht schlecht. Achso, ihr seht jetzt wieder nur das Falsche. Moment. Hier. Ja, da ist Enmatu drin. Enmatu. Immerhin 411er Level. Also ich habe jetzt noch nicht in die Ehrenhalle reingeguckt, aber das machen wir gleich nochmal. Sieht auch mit Legi-Steine aus. Also
Der Wert 21k. 21k ist für einen Hardcore-Pilzer auch gar nicht mehr viel. Ja, und er ist Rang 13 wohl. Also ich würde das jetzt nicht so negativ sehen, ja. Wenn die Werte, gut, vielleicht hat er jetzt nochmal 3k aufgeladen, dann wären es 24k, aber auch das, ich sag mal, wie gesagt, der Server ist ja jetzt bald ein Jahr alt, glaube ich, also wenn nicht sogar schon über ein Jahr, ich weiß gar nicht, wann ist er gestartet? Am 16.04., also 10 Monate ist er jetzt schon locker alt. Ist, ich sag mal, unter 36k in einem Jahr zu sein, ist schon ganz, und trotzdem weit oben mitzustehen, ist nicht schlecht. Wirklich nicht schlecht. Lokana war damals 309 bei Wolfsrudel aktiv, scheint jetzt nicht mehr aktiv zu sein. Zumindest keine Gilde mehr, keine Tränke mehr. Ich lasse mal noch drin, falls noch was passiert, aber ich gehe mal davon aus, dass es ist. Killtech sollte ich damals aufnehmen. Der steht jetzt auf 386, hat auch viele Lechi-Steine. On the Road. Ich habe jetzt keine weiteren Infos. Spielt bei Psychedelic, ist anscheinend auch dort irgendwie Führer der Gilde oder zumindest Offi. Ja, schön auf Stärke geskillt, hält sich die Ausdauer durch die ganzen Legi-Steine und Epics. Sieht jetzt nicht schlecht aus. Ein Top 100 Contender. Ja, wenn er weiter aktiv spielt, kann er das schaffen. Dann Shortcode. Den hatte ich damals auch nicht drin in der Liste. Sollte ich reinnehmen, sieht aber auch nicht so mega aktiv aus. Zumindestens na gut, er hat ein Reittier. Vielleicht hat er einfach keine Tränke. Wir lassen ihn mal drin. Haben wir eine Info hier. Mushroom Speed 877. Ja, ist auch mal eine gute Sache. Und hier haben wir Lars Tiffitus. Der ist natürlich aktiv mit seinem Tagebuch. Er war damals Level 320, ist jetzt Level 415. Ist 10. Platz in der Ehrenhalle. Also, der ist natürlich auch richtig top dabei. Ne? Weiß nicht, also langfristig weiß ich nicht, ob er hier sogar auf die 1 kommen kann. Okay, was? Achso, das sind die Pets. Krass, ich habe gerade überlegt, was das bedeuten könnte. Aber ja, wird interessant sein. Wir gucken mal noch rein in die Ehrenhalle. Also vom Level her ist er 13 Level hinter den Top-Levelern. Das ist auch nicht schlecht. Ich meine, das ist noch kein Late-Game. Die Abstände werden kürzer. Ja, man muss mal auf die Skills gucken. 13.000, knapp 14.000 insgesamt. Da schauen wir mal bei den höchsten Spielern. Ja, okay. Da gibt es schon einen Abstand von 2000 Skillpunkten. Das kann im Late-Game nicht mehr so viel sein, aber im Moment ist es relativ viel, ja. Avox kann man auch mal gucken, der ist ja auch weiter oben dabei. Hier passt es. Aber die Skills kann man sich immer noch später im Notfall nachkaufen. Ja, also das ist dann auch nicht so schlecht. Hier haben wir insgesamt sogar, ach stimmt, Assassine habe ich auf W47 gar nicht gesehen. Kann das sein? Habe ich jetzt verpasst, ne? Weil hier gleich Assassinen mehr aufkreuzen. Sogar 2 Stück hier oben. Die sind gut mit dabei. Scouts, Berserker, Kundschafter. Auch sehr ausgeglichen hier, dieser Server. Krieger, Kampfmagier, ja. Oh, Tiffitus hat ein Battle mit Corpsey hier anscheinend. Ja, also, Corpsey sieht auch nicht schlecht aus. Das wird auch spannend sein bei den beiden. Dann noch ein paar Druiden dabei. Ja, also es sind dann eher auch, na doch, obwohl die Krieger auch nicht. Also na klar, der Dämonenjäger hier, auf dem Server hat er schwieriger. Sonst auch wirklich sehr, sehr ausgeglichen. Krass, cool. So, dann müssen wir mal wieder an die Dings gucken. Oh, damals sah die Ehrenhalle ganz, ganz anders aus. Krass. Azuria, gibt's den noch? Azuria als Magier hier? Ne, anscheinend nicht mehr, ne? Und auch von den Gilden her, das sah ganz anders aus. Ich zeige euch das mal. Also, was ist denn auf W48 passiert? Das ist ja komplett anders. Ich zeige euch das nochmal. Hier, Moment. Da haben wir natürlich Asgard drin gehabt, aber Blutzaki. Fast nur Spieler aus den Gilden. Wolfsrudel und Heldenschmiede sieht man mal hin und wieder. Und das sieht jetzt so anders aus. Da ist anscheinend eine Top-Gilde auseinandergefallen und dafür sind viele andere Gilden hochgekommen. Das hat auch manchmal einen Vorteil. Ja, blöd, wie es klingt, ja. Also, na, wir sehen Asgard nach wie vor, Last Hope, The Elder Squads, Guildless. Zumindest Spieler drin. Der Polish Bride, Heldenschmiede, Dead Valley. Und noch weitere hier. Also, das ist krass. Da bin ich mal gespannt bei den Gilden, wie es da aussieht. Habe ich mir das hoffentlich beim letzten Mal auch angeguckt. Ja, habe ich. Ich muss bloß schnell mal eine Übersicht finden.
Hier habe ich eine Übersicht. Ihr habt jetzt schon die neue gesehen, gucken wir nochmal die alte an. Also Bluzaki war auf der 1, Asgard auf der 2, Wolfsrudel, Dead Valley, Heldenschmiede waren 3 bis 5 und dann einige Gilden, die ich nicht aussprechen kann. Okay. So sah es damals aus und so sieht es nochmal jetzt aus. Ihr habt es ja schon gesehen, ich gucke mir auch nochmal an. Also Last Hope vorgekommen, Heldenschmiede, Dead Valley oben geblieben, Asgard natürlich auf die 1 gerutscht. Last Hope aber, vom Level her sollten die eigentlich sogar auf der 1 sein. Das scheint auch knapp zu sein hier, die Kämpfe zwischen den beiden. Es sieht aber wirklich nach Last Hope aus, dass die zur 1 gehören würden. Ja. Und dann gibt es einen Abstand. Und wiederum ist dort es relativ knapp. Und hier kommt Wurst mit Brot. Ist auf jeden Fall nicht so weit oben gewesen zuletzt. Also manche Gildennamen oder Spielernamen sind auch immer sehr, sehr krass. Ah, okay. Interessant. Also was hier gab es eine große Bewegung auf dem Server. Das ist ja eigentlich auch ganz hübsch, ja, wenn man mal so sagt. So, dann gucken wir noch auf W49. Wo ist er? Hier ist er. So. Habe ich, glaube ich, nichts Interessantes bekommen. Hätte ich auch, glaube ich, wieder keine Players to Watch, oder? Oh, doch, hatte ich. Okay, dann gucken wir gleich mal rein. Dann gucken wir gleich mal wieder rein. Plots. So. Na dann. Bin ich ja mal gespannt jetzt hier. So sah es früher aus, ne? Ihr seht es jetzt nochmal. Also, Anxiox war 164, ist 165, können wir rausnehmen, ja. Arisen war 264, der hat noch eine Weile gespielt anscheinend. Ist jetzt mit 377 erst raus. Ja, ohne Gilde, ohne Reittier nehme ich raus, aber krass, der hat noch eine Weile gespielt. So, Biernot war bei Wrong World drin, hat auch noch über 100 Level gemacht, ist jetzt gildenlos, hat noch ein Reittier drin, aber ich glaube nicht, dass da noch was passiert, deshalb nehmen wir ihn raus. Esther spielt nach wie vor bei den Shadowhunters. 55 Level hat er geschafft, sehr nice. Der Golden Astro war schon 203 zuletzt. Kann man rausnehmen. Hunter Z war immerhin 206, ist auf 293, müssen wir aber auch rausnehmen. Jetzt Sam war bei der Riot World, hat nochmal 30 Level gespielt, kann man rausnehmen. Hush, auch bei der Riot World nach wie vor, hat 127 Level geschafft. Ui, da ist ein bisschen was, der hat ordentlich zugelegt. Riot World since the start, also seit 28. Mai ist dieser Server aktiv. Da ist er immer noch dabei, schöne Sache. So, Mia Julia, wusste ich damals, sollte ich noch aufnehmen, hat auch 100 Level noch gespielt, aber jetzt auch schon inaktiv. Okay. Ja, ob jetzt 300 Alu und Arena Meister, Arena Manager pushen, nee, ich glaube, den müssen wir rausnehmen, ja. So, Phil war bei der Wrong World, ist jetzt bei Golden Empire, hat aber auch, boah, der hat ja viele Level, der hat 154 Level gemacht. Voll Legendary Stoned ausgerüstet, sogar noch ein paar Legendary Items dabei. Wartet sicherlich auf den nächsten Dungeon, auf den nächsten legendären, 58. Platz. Ja, wenn er das weiter so spielt, kriegt er sicherlich beim nächsten Mal vielleicht sogar noch einen besseren Platz hin. Und fast gleich stark Shortcode bei der Drödeltrupp. Hat auch viele Level gemacht, hatte schon welche, oder hatte schon 276 gemacht vorher. Ist jetzt 382, er ist wiederum auf Rang 474, er legt nicht so Wert auf die Ehrenhalle im Moment anscheinend. Aber... Nein, er ist inaktiv. Er ist inaktiv. Er ist noch in der Gilde drin, aber inaktiv. Nein, Shortcode. Oh, weia. Oh, weia. Ich muss bloß mal kurz achten, weil ich weiß nicht, ob die Post gerade geklingelt hat. Ja, gucken wir mal zu Wither. Bei Asgard. Er war 157, Demon Slayer ist jetzt 245 bei Asgard. Asgard halt eine gute Gilde, haben wir ja gesehen. Also ich würde jetzt denken, dass er schon aktiv ist. Deshalb lassen wir ihn drin. Es ist krass. Ach nee, Quatsch. Asgard ist eine gute Gilde, haben wir gesehen. Haben wir gar nicht gesehen. Haben wir auf W48 gesehen. Gucken wir uns jetzt mal an. In der Ehrenhalle. So sieht's aus.
Und wir schauen mal, wie es damals aussah. Kann es sein, dass der Gerät W49... Ach stimmt, er meint den W49. Ich habe, glaube ich, zu W47... Ich bin mir nicht sicher, ob ich das vorhin gesagt habe, aber der Gerät sagte, dass Wongworld nach wie vor Bestand haben wird auf W49. Auch hier sieht es ja komplett anders aus. Also das sieht komplett anders aus, Leute. Das ist krass. Escape Conmigo, Golden Empire, Right World sehen wir hier hauptsächlich. Das sah damals vollkommen anders aus. Also von den Chars her ist es insofern interessant, dass wir hier Magier auch sehr weit, also noch im Verhältnis noch höher haben. Auch Krieger sind ein bisschen höher. Dafür nicht so viele Berserker. Also der Gerät, den gibt's noch. Aber die Wrong World gibt's halt nicht mehr. Da ist anscheinend sehr viel nach Golden Empire gerutscht. Suchtberatung haben wir sogar einen hier oben. Schicht Lori, nice. Kampfmagier haben es hier ein bisschen schwerer. Sind zwar auch dabei, na wohl, nee. Sind sogar 5 Stück, nee. Die sind auch gut dabei. Druiden sieht man hier hin und wieder mal. Also es sind ein bisschen weniger Berserker und Kundschafter hier als auf den anderen Servern. Ansonsten passt die Zusammenstellung. Assassinen fehlen hier oben bis auf Blots. Und dann kommt auch noch Tyrant. Okay, es sind also ein bisschen dabei. Und auch hier ein Demon Hunter so um die Top 50. Okay, also irgendwie ist es bei den Servern so, dass der Dämonenjäger sich im Moment so zwischen Rang 50 und 70 einmal bewegt, vom Level her ein paar Abstände hat. Das ist sehr interessant. Ich will jetzt mal bei den Gilden reingucken, also da muss ja auch einiges passiert sein. So sieht es jetzt aus. Und so sah es damals aus. Moment. Hallo? Habe ich mir das gar nicht angeguckt, die Gilden? Ich glaube, ich habe mir die Gilden damals nicht angeguckt. Schade, ey. Oh, das ist ja belastend. Was habe ich da gemacht? Ich habe mir die nicht angeguckt, die Gilden. Dann gucken wir uns die jetzt an. Also Golden Empire auf der 1. Eskapade auf der 2. Riot World auf der 3 im Moment. Ja. Hey. Komm in 3-4 Minuten, ja? Sag mal ja. Komm, bin dann da. 3-4 Minuten, ja? Also das ist einfach much too much, was man hier machen muss. Right World auf Tag 3, ich wollte jetzt mir nochmal angucken, die Werte 354 zu 363, okay, vom Level her. Und von der Ritterhalle ist Eskapade zu Recht auf der 2. Wahrscheinlich haben die jetzt überholt, deshalb ist das so knapp hier. Golden Empire ist hier, also auf diesem Server ist es ganz klar Nummer 1. So schnell wird da keiner rankommen. Also es könnte wirklich sein, dass es da auch mal eine Gildenfusion oder irgendwas gab. Ich bin jetzt vorsichtig mit dem Wort Gildenfusion, aber dass da Spieler... Liebst in Asgard sehen wir hier aber auch immerhin auf der 22. Also knapp an den Top 20. Auch hier sieht es so aus, dass hier ein Großteil der Chars oder der Gilden auf jeden Fall aktiv ist. Wenn vielleicht auch nicht alle Spieler. Aber ich glaube, die Top 5, Top 6 ist hier relativ klar vorne. Also hier gibt es dann doch teilweise große Lücken vom Level. Das ist nicht ganz so üblich. Ich glaube, da sind die anderen Server in der Breite ein bisschen stärker. Aber Golden Empire selber halt wirkt sehr, sehr stark. Jetzt mal, ohne dass ich das jetzt vergleichen kann mit den anderen Gilden, aber in der internationalen Ehrenhalle weiß ich nicht. Na gut, die Server sind eh relativ frisch, die werden nicht weit weg sein, ja, aber ob die sogar so stark sind, hier, sie sind vor W48, das meine ich. Das sagt schon ein bisschen was aus, ja, muss man mal so sagen. Okay, das war's dann von mir. Habt gehört, meine Tochter ist wach. Ich muss jetzt auch wieder arbeiten. Und ich würde erstmal sagen, haut rein, macht Tschüss und Servus. Wenn euch das Video gefallen hat, dürft ihr natürlich gerne liken.